Die Biogurke in Folie eingeschweißt, die Nektarinen mit Plastikschale und Netz. Solche Verpackungen kommen bei vielen Hessen nicht mehr gut an. Verschwendung, Ressourcenverschwendung und Belastung für die Umwelt. Ich glaube schon, dass man auf die Verpackung verzichten könnte. Genau das versuchen die Supermarktketten derzeit. Die neueste Idee: Gurken, Kiwis und Co. per Laser kennzeichnen. Verpackung überflüssig. Das geht blitzschnell. Wir brauchen hier gerade mal 200 Millisekunden für eine Produktkennzeichnung. Welche Lösungen gibt es gegen den Plastikmüll? Max zeigt, wie viel Verpackung bei Obst und Gemüse anfällt und welche Alternativen sinnvoll sind. Zuerst geht's in den Discounter. Wir sind in der Netto-Filiale in Rottgau-Weißkirchen. Rund jedes zweite Obst und Gemüse ist hier noch verpackt. Für die losen Sachen gibt es die typischen Plastikbeutel zum Abreißen. Ich erwische mich selber immer wieder dabei, weil das dann schön bequem ist, gleich die Menge, die ich haben will, verpackt zu haben. Ja, ich habe jetzt auch mal eine Pfirsiche eingepackt, aber eigentlich da ist der weg. Sie sehen, die Äpfel sind da noch verpackt in Plastik, könnte man weglassen, ich würde es auch lose kaufen. Zweites Beispiel aus einem Edeka-Markt. Fast alle der knapp 50 Obst- und Gemüsesorten gibt es hier sowohl verpackt als auch unverpackt. Muss das wirklich sein? Andreas Detzel leitet das Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg. Für ihn fängt das Umdenken schon beim klassischen Abreißbeutel an. Eine erste Lösung wäre passgenauere Tüten. Da würde ich mir wünschen, dass man unterschiedliche Größen hat und nicht 2 Äpfel von mir aus oder 2 Süßkartoffeln in so einem großen Beutel letztendlich verpacken muss, sondern da auch, ich sage mal, über 3 Größen, vielleicht klein, mittel, groß, die Möglichkeit hätte, schon an der Stelle zu reduzieren. Eine zweite ganz einfache Lösung: weniger Verpackung, das sei besser als auf andere Materialien umzusteigen. Papier zum Beispiel habe nicht automatisch eine bessere Ökobilanz als Plastik. Gerade in diesem Bereich muss es wirklich darum gehen, weniger Verpackung einzusetzen. Der Wechsel von einem zum anderen Material bringt in meinen Augen minimal viel. Statt Folie und die Bananen reichen etwa ein kleiner Aufkleber, so wie man ihn von Äpfeln kennt. Und auch solche Banderolen sparen Verpackung. Die dritte plastikfreie Lösung können Verbraucher seit einigen Wochen bei Netto sehen: Laseraufdrucke. Allein auf Biogurken und Bio-Ingwer spart der Discounter laut eigenen Angaben so jährlich 50 Tonnen Verpackung ein. Auch Mangos, Zitronen, Melonen und Süßkartoffeln sind in manchen Filialen schon gelasert. Das heißt, dann würden die Verpackungen verschwinden? Finde ich super. Ich habe da keinen Widerwillen dagegen oder so, nein. Das würde ich schon kaufen, ja. Wie gut funktioniert die Laserbeschriftung? Max bei den Maschinenbauern von Blum Systeme im nordrhein-westfälischen Rhein-Breitbach. Carsten Blum wird mit Anfragen zum Lebensmittellaser inzwischen überrannt. Die Kennzeichnung ist kinderleicht. Innerhalb von 200 Millisekunden ist alles vorbei. Deshalb hier nochmal die Zeitlupe. So, jetzt haben wir hier mal Aprikosen und Tomaten gelasert. Wie man hier sehr schön sehen kann, haben wir hier einen sehr starken Farbkontrast. Also das ist eine absolut perfekte Kennzeichnung für den Verbraucher, sehr, sehr deutlich lesbar. Gesundheitsrisiken gibt's keine, sagt Carsten Blum, weil sich der Laser nur in die oberste Schicht der Schale hineinbrenne. Die Frucht könne man danach mit Schale problemlos essen. Allerdings eignet sich nicht jedes Obst und Gemüse zum Lasern. Bioprodukte mit einer dünnen Schale eignen sich jetzt nicht wirklich gut dafür. Man kann zwar einen super Kontrast sehen, wie wir eben gesehen haben, aber die Haltbarkeit wird halt deutlich verkürzt, weil die Schale sehr dünn ist. Das sehen wir nach 2 Tagen. Die Tomaten sind an den gelaserten Stellen schrumpelig, ein ähnliches Bild beim Apfel. Der Laser lässt empfindliches Obst und Gemüse also schneller reifen. Eine andere Hürde sind die Kosten. Das Lasergerät ohne Hardware kostet 20.000 €. Viel Geld für einen Obst- und Gemüseproduzenten. Dennoch sollte man mit dem Laser weiter experimentieren, meint unser Verpackungsexperte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das dann auch schafft, über ein Laseretikett eine Abrechenbarkeit an der Kasse sicherzustellen. Also insofern scheint das erstmal ein sehr schlauer Ansatz zu sein. Noch aber ist der Laser kein Allheilmittel. Neben Handel und Industrie ist also der Verbraucher gefragt.
Max auf dem Bauernmarkt in der Frankfurter Innenstadt. Hier sehen wir, wie Lösung Nummer 4 funktioniert. Zum Einpacken die eigenen Taschen nutzen. Ich bringe immer meinen eigenen Beutel mit und bringe jetzt sogar diese Eierverpackung zurück, gebe es am Stand ab, weil ich sie jetzt nicht brauche. Ich habe auch immer meine Beutel hier mit dabei, so kleine. Aber zeigen Sie mal, okay. Kostet 1 €, fertig aus. Händler Bernd Rück animiert seine Kunden indirekt dazu, auf selbst mitgebrachte Beutel umzusteigen. Vor einer Woche hat er an seinem Stand Schilder aufgehängt. Die Plastiktüte kostet bei ihm jetzt 10 Cent. Das zeigt offenbar Wirkung. Die meisten Leute finden es gut und werden dadurch, wie soll ich sagen, wenn es einem ans Portemonnaie geht, versucht jeder, ich sag mal, Geld zu sparen. Nebenan am Stand von Mo Morabit. Wenn Kunden unbedingt eine Verpackung brauchen, gibt's Lösung Nummer 5. Tüten aus Maisstärke. Verrotten halt sehr langsam, bis zu 2 Jahre oder so dauert es, bis verrottet. Aber bei Verbrennung gibt es halt keine Schadstoffe, die in die Luft gehen. Also das ist auf jeden Fall eine Alternative zum Plastik. Fazit: Wenn es um weniger Verpackungen geht, sind Industrie und Verbraucher gefordert. Mehr Wochenmarktbewusstsein im Supermarkt, dazu die neue Lasertechnik. So ließe sich schon viel Plastikmüll einsparen. Laser gegen Plastik. Wird sich das durchsetzen? Das fragen wir jetzt Jörg Berbalk von der Kunststoff Recycling Grünstadt GmbH. Wird sich der Laser durchsetzen gegen das Plastik? Wenn Sie mich persönlich fragen als Bürger, also ich möchte keine gelaserte Gurke oder keine gelaserte Tomate kaufen, sondern ich kaufe dann lieber eine Gurke, die eingepackt ist in eine Folie, damit sie länger haltbar ist. Aber Sie recyceln ja nun. Können Sie denn dieses Plastik von der eingeschweißten Bio-Gurke überhaupt recyceln? Ist das möglich? Das ist prinzipiell möglich. Die Folie um die Gurke herum ist eine Polyethylenfolie in der Regel. Das heißt, dort können wir Recyclingprozesse, wenn das Material im gelben Sack landet, also die Verpackung der Gurke im gelben Sack landet, können wir Recyclingprozesse vollziehen. Ah, das sind wieder die Verbraucher gefragt, dass wir das dann auch wirklich tun und dann in den gelben Sack dann auch reinschmeißen. Aber wie groß oder klein muss das sein, damit Sie es überhaupt verwenden können? Ja, die Recyclingprozesse heute in der Sortierung des gelben Sacks zielen darauf ab, dass man eine bestimmte Größe an Teilen hat. Also kleinste Partikel wie zum Beispiel eine Verpackung von einem Bonbon oder Gummibärchenverpackungen. So etwas fällt durch den Rost. Das heißt, die Materialien, die wir in die Sortieranlagen bekommen, werden als erstes gesiebt. Und bei der Absiebung fallen dann diese Materialien durch den Rost durch, landen in einer Fraktion, die wir dann in der Zementindustrie in eine thermische Schiene geben in der Regel. Und das, was durch dieses Sieb weitergetragen wird, das wird dann anschließend sortiert. Hat etwas mit der Sortiertechnologie zu tun, die das einfach notwendig macht, dass man nicht zu kleine Teile hat, weil man sonst in der Sortierung zu viele Fehler vorfindet. Also wir haben gerade gehört, Herr Berbalk kann das Plastik von der Bio-Gurke tatsächlich dann verwenden. Aber so einfach ist es ja irgendwie nicht. Auf der einen Seite sagt man, naja, nicht eingeschweißt ist noch besser, also Haltbarkeit gegen Nachhaltigkeit. Was ist denn dann aus Ihrer Sicht das Beste? Ja, da ist keine eindeutige Antwort möglich. Wenn ich nicht regelmäßig alle 1 bis 2 Tage einkaufen kann und darauf angewiesen bin, dass meine Gurke dann eben länger hält, dann ist das Eingeschweißte besser, bevor ich es am Ende wegwerfen muss, weil die Gurke eben verdorben ist. Also keine einfache Antwort darauf. Also Sie entlassen uns nicht mit einem guten Gefühl zu sagen, gut, wir müssen es trotzdem immer noch weiter entscheiden. Das Ding ist aber auch, dass Massen an Obst und Gemüse immer noch Plastik verpackt sind. Grundsätzlich, wenn es wiederverwertbar ist, müssten wir eigentlich weiter darüber diskutieren oder nicht? Also natürlich steht zuallererst bei Kunststoffverpackungen oder allen Verpackungen vor dem Recycling steht die Vermeidung. Insofern ist Vermeidung natürlich schon eine gute Idee. Wenn ich im Supermarkt aber jetzt 5 Äpfel, 3 Tomaten und 2 Gurken brauche, habe ich natürlich bei Einzelstücken relativ viel Durcheinander in meinem Einkaufskorb. Händler bieten mittlerweile Netze an, die muss ich aber kaufen. Und ich muss dran denken, wenn ich zum Einkaufen gehe, damit ich sie dann auch parat habe. Tja, super viel erfahren. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Und hier unten gibt es noch mehr von Max. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, einfach hier unten abonnieren und am besten auch noch mal die Glocke aktivieren. Also, bis zum nächsten Mal.